Und somit ein recht herzliches Hallo, liebe Freunde. Es geht wieder los mit Eleanor. Oder es geht weiter, sagen wir es mal so, mit Eleanor. Eine offenkundige Bestimmung. Wir müssen den Fall noch abschließen heute. Und dann natürlich schauen, dass wir so weit wie möglich Richtung... so weit wie möglich... Warte mal kurz. Da ist er. Richtung Feuerdezernat kommen natürlich. Ganz in den Infokanal rein, so, dass gleich jeder den Link hat, wenn er Eleanor zuschauen will. So. Wir müssen den Fall weiter aufklären natürlich. Und mal schauen, ob wir es auch schaffen. Momentan sind wir mal auf einem guten Weg noch, dass wir das Ganze hier durchziehen. Alle zwei Fragezeichen. Wieso sind wir jetzt hier oben? Aha. Das war diese Schießerei. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr hundertprozentig genau erinnern. Aber genau da aufgehört, ich weiß gar nicht mehr. Muss ich da gehen das letzte Mal? Das ist natürlich möglich. Jetzt haben wir den... Achso, jetzt müssen wir den Typen noch untersuchen, oder wie? Ja, anscheinend. So, Moment mal kurz. Schauen wir uns mal die Bar an. It's one of the BARs. Die BARs. Kaliber 30 oder was? M1918A1. Ja, mal schauen, ob mit Rico vielleicht wieder mal eine Runde auch, dass er auch mitspielt. Battlefield, jetzt hat er ja wieder Magazin. Den PlayStation Plus hat er wieder. Das Spiel hat er ja sowieso. Vielleicht können wir ihn da wieder mal überzeugen, mitzuspielen. Ich glaube nicht, dass wir hier was finden. Der wird wohl eher was eingesteckt haben, nehme ich mal an. Wir werden uns dann kurz die unser Heftchen natürlich auch anschauen. Und einmal schauen. Kurzer Überblick, dass wir dann mal wissen, um was es geht, grob. Aha. Bei uns sind wir zwischen 12 und 14 Uhr. Notizbuch des Scharfschützen. Naja gut, Scharfschütze in dem Sinne war es jetzt nicht wirklich, aber sagen wir halt mal so. Ah, okay, das war es eh schon. Perfekt. I know that guy. Felix Alvaro. He's one of the guys from the ship? His name was on the manifest. Looks like McGoldrick wasn't the only one to get a message. Gut, mit Bus wird er jetzt wohl nicht flüchten, oder? Hey, Lieutenant. He's just a plain detective now, Chico. Who's the jughead? This is my partner, Roy Earl. We just want to find out what happened. What happened is that someone took a shot at my bus. And then cops turned up and start treating me like I'm some sort of Pachuco punk. My people have been in California for over 300 years. Very fucking admirable, Felix. Ehemaliger Marine und Fahrer eines You hear Hollywood-Transitbusses. anything about the big heist on the Coolidge? Yeah, I heard about it. So what happened? Not much. The cops came and interviewed me and all the other guys on the ship. Ob wir da nicht den Bösen auspacken müssen?
wir es mal. I was down at the 111 Club this morning, waiting for the medical examiner to scrape Eddie McGoldrick's brains off the bar. You want to tell me anything about that? I heard that Eddie came into some money. Too bad he didn't keep a low profile. It was a tough break to get through Okinawa and then have to buy it back home. Hallo Potato, grüß dich. Das werden wir auf jeden Fall machen die Woche, ja. Who's shooting at you, Felix? How the fuck do I know? Da haben wir doch eigentlich. Wer schießt das sich, Felix? Achso, ich schaue nur nach, genau. Buch mit Details zum Anschlag auf Alvaro. Ja genau, das ist ja, deswegen sind wir ja bei ihm. The dead guy on the roof works for Mickey Cohen. Why would Cohen want you dead? Man, I don't know anything about Mickey Cohen or any of those gangsters. Naja, doch, Kumpel, weil... Nein, wir lassen nichts fallen. Du stehst doch in seinem Buch. Was in the sniper's notebook. In Snipers Notebook. Cohen thinks because we were on the boat, we have the morphine. Courtney's meeting those guys to sort it out. Courtney Sheldon? Yeah. You remember Sheldon, don't you, Cole? We'll be in touch, Felix. You heard that Jack is in L.A.? I saw his name on the manifest. He's been here a couple of months. Sure glad to see you got over your wound, Lieutenant. I mean, Detective. Pretty cool customer. He's been under fire before. You buying his story? Not for a minute. Ah. Wir können, glaube ich, das nehmen oder im Auto würde auch funken, glaube ich, oder? Nein, aber wenn schon das Symbol da ist, dann telefonieren wir gleich einmal. Zufällig ist natürlich immer gleich genau dort eins, wo wir sind, aber ist eh gut. Dann statt wir hier, weiß ich, wohin laufen müssen. Coca-Cola, grüß dich. Phelps, 1247. 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Jack Kelso. Just a second. Jack Kelso, apartment 4, 1408 North El Centro Avenue, Hollywood. Thanks, ma'am. Thanks, ma'am. Coca-Cola, hallo, ja. Ich trinke zwar gerade aktuell eine Pepsi, aber ich habe auch einen Coca-Cola im Kühlschrank. Und zwar sehr geil, das Vanille-Cola, das finde ich so geil. Also ich trinke abwechselnd gerne Pepsi und Cola, muss ich zugeben, ist einfach so. Ich trinke auch gern so ein Spezi eigentlich, mit ein bisschen Fanta gemischt. Oder bei uns ist in dem Fall habe ich eine Schadnerbombe zum Pepsi dazu. Einmal so, wie es gerade passt. So, fahren wir nächstes dahin. He would never get involved in something like this. We Ja, brace okay. him and drag him Genau. downtown. Won't work. He's a tough customer. Fahr du. You drive. I need to go Zieh mal over the schneller. case notes. Hey, I think I see a body. Magst du nicht? You know the way. You can drive. Gut, steigen wir mal aus und dann probieren wir es noch einmal. So, jetzt. You're behind the wheel. You're behind the wheel. Hallo Berliner. Grüß dich.
Schon 2 neue Zuschauer heute mal am Start, sehr gut. Wie das Fenster flackert hier, aber. This is Detective Roy Earl. Hello, Cole. We would like a word. Would you like to come inside? Actually, Komm, we'd wieder prefer nicht if flüchten. you'd come downtown with us. Do you mind? Do I have any choice? No, you don't. Are you going to tell me what this is all about? It would be better for all of us if we discussed it at the station. Bad move, Cole. How have you been, Jack? Cut the crap. You pick me up in front of my apartment like a common criminal and then expect small talk? Fuck you. So. Do you know that there's a gang war going on in LA trying to recover that stolen morphine? That has nothing to do with me. Das glaube ich nicht, Jack. I'm sure it would be gripping to hear more of your life story, boys, but the truth is, I don't give a fuck. You were on the boat, Kelso. What happened? Do you really think a bunch of Marines could muscle in on the dope rackets in this town? Between the Vice Squad and the mob, I hear it's pretty sewn up. You better watch your mouth. Did you know that Eddie McGoldrick recently came into money and bought a nightclub? No, I didn't know that. Ganz gerade, schaut er, ganz gerade. Das kaufen wir mal ab. And you didn't know that some mobsters blew his brains out last night? No, I didn't. You heard that a crate of BARs went missing? No, I didn't. Eine Kiste Bars. Er schaut wieder geradeaus. Beweisen können wir ihm das auch nicht wirklich. Das müssen wir ihn wohl abkaufen. I saw Felix Alvaro today. Good. How was he? A little pale. One of Mickey Cohen's goons had emptied about 60 BAR rounds into the bus he was driving. A public bus, in the middle of Hollywood. Are you going to tell me what's going on? Or do more innocent people have to die? Yeah, and what's in it for you, Cole? Newspapers? More glory? Another promotion? Another medal at the expense of men who fought for their country? Count me out. What do you know about the Army surplus robbery from the Coolidge, Jack? What I know is that on 3 separate occasions you would have been dead if it weren't for me. I don't know anything about the robbery. Also er ist nicht mehr so ruhig, das sieht man eigentlich schön, er ist nicht so ruhig, also die Wahrheit ist einmal definitiv nicht. Das werden wir anzweifeln, Schrägstrich, böser Kopf. People are dying because morphine intended to help servicemen is being used on the street. Now we have guys from our old unit being killed by mobsters. We can put 2 and 2 together, Jack. Gratitude isn't a concept that has much effect on you, is it, Cole? Answer the question, Jack. Let's get this over with. I was interviewed when the robbery took place. I don't have anything further to add. Jack, we just want information. Bullshit, Cole. Did you seriously believe that dragging me down here would get me to give up my own guys? You call yourself a Marine? Trying to make a name for yourself with this shitheel?
Look at this chump with his $200 suit and $2,000 car. The tough guy act is really impressive. I like you, Jack. I'd like to make you for this. I really would. I'm going to be working on it and keeping an eye on you. You can go now. Shooting, Robert Steiner, 6780 West Sunset Boulevard. The victim is a Chris Majowski. Another name from the manifest? Äh. How many more friends of yours are going to get plugged today? So, fahr du wieder, sind wir schneller dort. Roberts Diner. Fahr mal hin. Talk about tension. Fahr mal hin, Roy. Like being trapped in an elevator with a married couple who can't decide whether they love each other or hate each other. We go back a long way. You went too easy on him. Next time, you leave it to me. I know how to handle that smug son of a bitch. You don't. Jack will never give up his own men. He just walked up and shot the man. Two of them officers, they went that way. Go on, get after him. So, jetzt fahren wir. Alter Schwede. Wilde Verfolgungsjagd, Freunde. Give me a little closer. Hit him, Cole. Spin him out. Alter, nimmt er die Kurve. Oi, 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 oi. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Da nimmt er fast 90 Grad. Off the tar. Ich glaube, wir sollten ein bisschen neben ihm kommen, oder? Hit him. Clear the track Alter off Schwede! the road. Oh. Ui, die Bäume, ich glaube, da werden wir stecken bleiben. Ich glaube, da baut er sich vielleicht... Ah, wo ist er? Nachladen. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Yes! Dreimal Hallo. So, jetzt untersuchen wir mal hier. Wen haben wir hier? Wen haben wir denn hier? So, da ist mal nix. Da ist mal nix. Okay, neue Info. Sehr schön für uns. Sehr schön. Cohen is meeting with Sheldon tonight. So, ah, die Seite, genau. Da haben wir auch noch was. Wunderbar, wunderbar. Waffenbehörde, okay. Goldrick. An LAPD file. We have a traitor in our midst. All of the names on the list have a hit team assigned to them.
Okay. Schon einen neuen Ort. Ja, ich glaube, das reicht. Hat er einen Zettel gehabt? Nein. Hat er nicht. Danke, mir geht's gut. Nee. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Geh mal darüber, geh mal darüber. Okay. Da oben wird er wohl nichts haben. Schauen wir uns mal ihn an. Ah, da haben wir noch die Bar. Haben wir noch die Bar. Gut, das sind alles die gleichen Waffen. Das ist okay. Zeitung, die schauen wir uns danach an. Das durchsuchen wir noch kurz einmal die zweite. Kann ich die Leiche nicht durchsuchen, oder was? Schauen wir uns den Artikel mal an. We have to look at damage limitation. We can't allow that strumpet Brent Allen to bring down the whole administration. We've got to put a lid on the press. Can't someone talk to Harry over at the Times? It's too late. The Times would look ridiculous if we dropped the story now. Who is this Stoker? Stoker's a lily-white. Nothing that will fix this in the short term. My law and order credentials are disappearing as we speak. Can we get Brenda to leave town? Yes, we can, but she won't go quietly. Brenda has extensive records. Can she at least lay low? That's already been taken care of. Mayor? District Attorney? Who is this guy? And what does he want, Horrell? The name's Roy Earl, detective, administrative vice. Aren't you one of the clowns that got us into this mess? Oh, I think that the orders regarding Brenda come down, not up, Mayor. I have a human interest story. It involves a certain LAPD cop, a hero from the war, who has let his beautiful wife and kids down, who has betrayed America for a German junkie whore, who has abandoned his pledge to the LAPD and his commitment to the public. We all serve. Could be all over the papers by tomorrow, and you would be off the hook. So what do you want in return, Roy? Fingering a fellow officer? Roy ist natürlich, jo, so eine Sache. Eieieiei. 6 von 13 Zeitungen haben wir gesammelt, wunderbar. Ah, Roy ist da nicht ganz so. So, wo können wir denn jetzt nochmal hinfahren eigentlich? Fahren wir da mal hin. Ja, wir haben schon alles. You know the way. You can drive. Bei mir ist einmal aktuell auf jeden Fall alles gut, ja. Wir werden mal schauen, ob sich das ändert. They're taking out all the guys from the ship. Aktuell ist alles gut. How does that get them to know? They obviously don't know who has the morphine, and they're waiting for someone to crack. Ach du Scheiße. Schon wieder eine Schießerei, oder was? Alter Schwede. Können wir unseren Wagen irgendwie eine andere Waffe holen oder so?
Wäre vielleicht ein bisschen riskant, oder? Was haben wir da alles? Eine Pumpe. Ah, die Thompson nehmen wir uns. Achso, wir haben ein neues Outfit, was sagt das? Da müssen wir uns auch noch anschauen. So, einer ist noch, oder? Laut Punkt. Go, 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 go. Da ist er. Erledigt. Da schmeißt er seine Thompson hin, das gibt's ja nicht. So. Untersuchen wir mal die Leiche. Der hustet noch. Das haben wir noch nie gehabt. Doch keine Leiche. Naja, dass ein Versuch wert war, bezweifle ich mal. Obwohl er noch lebt. Auch nicht schlecht. Oder ist er jetzt gestorben, oder was? Ja, nice. Auf jeden Fall hat er hier mal einen Zettel. Den holen wir uns mal. Polar Bear Ice Company. You really did it. Wonder whether it was worth it. Most people never get the chance to be rich. Wouldn't you risk it? Lenny Finkelstein, General Manager. Hat er nichts hinter. Komme ich da nicht zur Jacke ins Innere? Schaut nicht so aus. Gut, okay, dann gehen wir zur nächsten Leiche. Hallo Blazkill, alles gut gewesen beim Doktor? Ich hoffe. Hallo Fidschi 18 LP, grüß dich. Nimm doch deine Thompson mit. Also warte mal, wir schauen mal kurz, ob wir ein Outfit haben. Ein neues oder wie das ausschaut. Gut, dieser Boni auf die Dinge sind eigentlich relativ egal. Wie hat denn der geheißen, das neue Outfit? Wir haben ein neues Outfit, wo ist denn das? War das das? Das ist aber geil. Komm, dann ziehen wir an. Das ziehen wir an hier. Nice. Coole Sache. Okay, wo ist der andere? Liegt der da hinterm Tresen oder wo? Roy, achso, wo bist du noch hingelaufen, Roy? Kann man da reingehen? Ah ja. Stuff only. Da liegt ja schon mal einer. Den müssen wir das sicher auch untersuchen. Ha! Ha! Steht auf ihm drauf, geil. Untersuchen können wir mal nicht, okay. Es ist noch Musik, also wir müssen noch irgendwas finden. Roy, wo laufst du hin? So kann... Ernsthaft, jetzt komme ich hier nicht raus, oder was? Ah, das gibt's ja nicht. Gut, schauen wir mal, wo Roy noch hingelaufen ist. Der läuft sicher dorthin, wo wir noch untersuchen müssen. Warte mal, der hatte die... Kann ich die Bar nicht, wenn ich die finde, dann in meine... Okay, das ist keine Bar. Mein Repertoire aufnehmen. Jetzt einmal, sonst können wir wahrscheinlich nirgends hingehen. Nein. So, egal, wenn die Musik aus ist, dann haben wir eh alles. So, Roy, wo bist du hingelaufen? Wir waren doch nicht hier. Roy, ah, da liegt noch einer.
Vielleicht können wir den untersuchen. Ja. Sehr schön. Schauen wir mal. Okay, da hat er nichts in der Hand. Dieser Hand. Irgendwas? Nope. Aha, da kommen wir jetzt runter zur Jacke. Da ist nix. Aha. Treffen mit Cohen und Sheldon. Like Sheldon is bringing his own fire. Las Palmas, 60, 40. So, Musik aus, dann können wir gleich wieder weitergehen. So, stehen mal auf. Ja, das war alles, sehr gut. Goldrick, Driscoll, these are good guys. Why did they get wrapped up in this thing? Not everyone has your unwavering restraint in the face of temptation, Cole. So, wo fahren wir als nächster hin? Wo fahren wir als nächster hin? Orte. Ja, fahren wir mal zum Treffpunkt, würde ich sagen. Da haben wir schon einige Sachen hier am Zettel. So, ist es um die Ecke, dann fahren wir selber, wenn nicht. Ja, einmal links. Also wir können da hinten gleich links abbiegen. Moment mal kurz, wir setzen hier den einen Waypoint, würde ich sagen. Und da müssen wir reinfahren in die Gasse. You can drive. Ah, jetzt habe ich gedrückt. Naja, wurscht. This isn't looking good. I feel like the fat kid at the back of a race. You sure it's Cohen making the hits? All fingers point his way. Your buddies are Unser Reifen ist kaputt. Being a Marine doesn't mean shit out here. Andre, grüß dich. Unsere Platte ist wieder repariert, oder? Alter, jetzt kommt schon wieder Schießerei, oder was? Alter, Schwede, das gibt's ja nicht. On the roof, Cole, nail him! Throw out the gun. Keep moving, I'll cover you. You're clear, go! Da oben ist noch einer. Okay, den hast du. Give me some cover. So, das war einer mit einer Bar, oder? Wo ist der? Hier aber oben, ich sehe ihn aber nicht. Da oben. Alter, da kommen noch ein paar. Und weiter. Wo sind die nächsten? Jetzt geht die Post einfach am Dreher.
Lustigerweise, wenn wir jetzt von der Helligkeit einmal ausgehen, ist Eleanor auf YouTube heller, als wie das Originalspiel, was ich hier sehe. Das ist ja sehr eigenartig. Und bei der Division war es genau umgekehrt. Da war es finsterer eigentlich auf YouTube. Ich verstehe es nicht. Ja, Rico, stimmt. So, achso, zum Revier, da gesagt müssen wir, oder? You drive. I need to go over the case notes. Fine. Where are we headed? Ich glaube, zum Revier müssen wir. You are behind the wheel. So, wenn wir den Fall erledigt haben, werde ich mal was essen gehen. Roy, in my office, if you please. I'm working a major case. I'm not close, Cap. It's gonna have to wait. Let Phelps do the interrogation. But, Cap... No buts. This is more important. Okay, Roy, was ist los? I'm going to memorize your name. Geil. Throw my head away. Rico. I knew it wasn't safe around here I want to make anymore. homicide. I mean, you know you've made it if you So- got that desk. I've been in this job 20 years. So, in welchem Interview Room ist er? Say, could I borrow some of that mascara? Canary says he'll sing, Ist er hier? Nö, da ist keiner. he'll walk. Aber die Zigaretten liegen hier, geil. You're in interview too, Phelps. There's a quack in there with him. What gives? Ah, jetzt hat er gerade gesagt, der 2 ist er. Down from the chief. Said it was okay. Wo ist die 2? Wo sind hier die Tafeln? Interview Room 2, da nach rechts. Ah, da wartet er eh schon. Ha. Alles klar. Vorbeigegangen. Is this your attorney? No, Detective. Hallo Otto. This is Dr. Harlan Fontaine. He came down here to help me out. How do you do, sir? You stole How the do morphine you from do, the sir? Coleridge. You can't prove that. Let's see if I can try. And what is your relationship to Sheldon, sir? Tutor, mentor. Mr. Sheldon is a medical student of mine. He has a very bright future. Oh, that's nice to know. Too bad all of your war buddies won't get to see your graduation. I would have asked Gut. Beckett or Majewski or Driscoll about their involvement, but that's difficult, considering they're all dead. That leaves you, Sheldon. You can't blame their deaths on me, Phelps. Hätte gerne gefragt, was sie damit zu tun haben. Aber das ist schwierig, weil sie alle tot sind. Bleibst du noch, Sheldon? Ähm. Notizbuch, oder? You're lying. Notizbuch, glaube ich. The other guys aren't smart enough to attempt something like this. You either give it up, or I go after Jack for it. And how do you prove that, Cole? I have
Jack isn't scared of you, Phelps. None of us were. We just followed your orders. Ja, das war falsch. Shit. You were on the ship, Sheldon. Yes, that's correct. So you had opportunity. But it doesn't mean that I was involved. Schauen wir noch einmal. Da haben wir doch ein Geständnis, oder? Da haben wir doch ein Geständnis. McGoldrick, Driscoll, and Beckett to get to you. I don't know why you're trying to pin this on me. Where's your proof? Beckett had a message for you before he died. Genau. Luck. It was worth a try. I feel bad about Beckett, Phelps. He was a hard charger. Those guys deserve more. I don't blame them for taking their shot. Have you finished, Detective? I'm just getting started. You have an answer for everything, Courtney. Let's hope Jack does, because now I'm going after him. Is there anyone you're not prepared to sacrifice? Jack is not in this. He's a good guy. You or Jack, Courtney. I don't care who goes to jail. I just want the morphine off the street. What are you offering, Cole? Don't be ridiculous, son. This man is gambling. What's your offer? Doctor, good to see you. I'm conducting an investigation. Upstairs in my office now. This man is about to confess. As of now, you're suspended from duty, pending a fitness review. What are you talking about? You heard the man, Phelps. Upstairs and face the music like the hero you were. Na geil. You certainly had us fooled, Detective. Phelps, you're one of my favorite sons. You've broken this old man's heart. Sir, what is going on here? You're suspended, Phelps. Hand over your badge and gun. Don't keep him waiting. What is going on here? Your wife's attorney has pictures of you and the German. Compromising pictures, lad. She's pressing charges. Yes. He'll be formally charged with adultery. A criminal cannot serve as an LAPD officer, as I'm sure you're aware. I don't understand. How could you do it, lad? Your wife, your children, consorting with the enemy and a dope fiend at that. You're lucky the war is over. You'd be taken out and shot. The department doesn't need this kind of publicity, Phelps. Hand over the gun, keep your head down until your board hearing. I forbid you to make any comments to the press. What the hell were you thinking? Was ist da los? Marie, listen, Marie, I need to explain. Please leave. You're upsetting the girls. Let me see them, Marie. They're my daughters. Go to her, Cole. You have done enough damage here. Do you want me to call the police? For God's sake, Marie. Can't we at least talk? What is there to talk about? Do you love her? Do you? What were you thinking? What about our children? Can you imagine what this has been like for them? Go away, Cole. My father has hired an attorney and you will be hearing from him. I'd like to explain, Marie. I'd like to tell you what I've been going through. What you've been going through. I have had reporters camped out on the front lawn all morning. I can't stand it, Cole.
Ah, 4 Sterne nur. 14 von 15 Beweismittel, 13 von 14 Fragen, na, das geht ja. Schaden, da mache ich so viel. Ach so, ich denke mir schon, dass da geht's rauf. Nein, bei der Brandermittlung sind so, ach so degradiert, deswegen. Das konnte ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass die Brandermittlung dann danach kam. Denke mir, warum ist die Brandermittlung ober der City oder so? Bin schon gespannt, wie die Geschichte ausgeht. Die beiden Ex-Marines, die bei Gromans wurden nur von der Presse nicht ignoriert. Okay. Dann geht's also jetzt ins letzte Revier. Sehr geil. Botenmäßig gibt es mal nichts Neues, ne? So. Schauen wir mal kurz rein. Der Gasmann. Sehr schön. Da geht es also quasi ins letzte Kapitel jetzt. Ich glaube, das erste habe ich sogar damals, wie es rausgekommen ist, 2011 gespielt, glaube ich. Diesen ersten Fall. Okay, hat ja irgendwie nichts in der Hand. Schade, das ist ein kleiner Fail, wie es ausschaut. Schrauben sie ja in der Hand, aber sonst das Teil sehen wir nicht. Er manipulierte diesen Kasten da außen, diesen Gaszähler oder was es ist. Okay, everyone, keep it down. Cole Phelps joins the arson squad today. How'd you like pork in that German whore, Phelps? Phelps is up before a review board in December. Until then, he works the arson desk. End of story. Phelps. Yes, sir. I don't care what you did or didn't do, Phelps. I hear you're a good case man. But if you fuck up on my detail, I'll have you out of here before your feet touch the ground. Do we have an understanding? Yes, sir. Cap, we don't want a fucking rat like Phelps. Can it, Tilden? Phelps, I'm partnering you with Herschel Biggs. I don't do partners. You know that. Herschel Cap. Biggs. You do now, Biggs. Social basket cases like you two should get along just fine. Biggs will show you the ropes, Phelps. This is arson. There are no ropes. It shouldn't take long. Start with these two. Er ist mir jetzt schon sympathisch. Briggs, oder wie heißt er? 26 South Kenmore Avenue. Steffen's family was out of town when it happened. Then go to 4414 Rosewood, family by the name of Sawyer. Fire brigade will be on location. Are they suspicious, Captain? That's for you to find out, detective. Get out of here. Both of you. Alles klar, sehr schön. Get out! Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case was thrown out. Now the DA wants my head. Sehr schön, wunderbar, Freunde. Wunderbar, sage ich nur. Dann werden wir mit dem Gasmann das nächste Mal weiterspielen. Sehr schön wieder, sehr schön, sehr schön. Sommer Eleanor-mäßig haben wir aber gerade ein Highlight. Oder wir könnten auch eine Runde mit Zug fahren oder so. Rallye. Habe ich da Bock drauf? Ich weiß gerade gar nicht. Das kann ich genau sagen. Jo. Irgendwie würde es mich auch interessieren, dann auch was unser Kumpel, der schaut eigentlich ganz entspannt aus. I say we bust in there and find the goddamn evidence.
was der zu sagen hat. Need a drink. I got the jitters again. What a skunk. Spazieren wir mal eine Runde in unserem neuen Dezernat. Das ist ja ganz ein eigenes, oder? Oder ist das irgendwo untergebracht, wo die anderen auch sind? Oder ist das ein eigenes Feuerdepartment-Dezernat oder was? Da bin ich schon mal gespannt, wie das zum Schluss ausgeht. Hallo, der Chicago, grüß dich. So, fahr du mal, Kumpel. Alright. Where to? Wir haben 2, okay. Ich würde mal sagen... sollen wir noch zu einem fahren? Oder machen wir das nächste Mal? Schauen wir mal noch kurz zum ersten hin, ist ja wurscht. Schauen wir mal, ob er was zum Erzählen hat. We gonna do the small talk thing now? Talk baseball, exchange addresses? I don't think so. Feeling down, hotshot? Need a buddy? I'll look somewhere else. Okay, noch mag er uns nicht. Ich hoffe, wir können Roy noch irgendwie... There isn't much left. There never is if the job's done properly. You think it was deliberate? Nah, that's real pain in her face. They would have moved out the things they care about if this was insurance. There's no mileage in this. Hello, Mike. Hey, Hirsch. Cap this one. Yeah, Mike Brannigan, Cole Phelps. It's okay, Brannigan. His name may be dog shit, but there's none on his hand. No offense, Phelps. None taken. Do you have anything? The fire started late last night. Steffen's family at Catalina Island. Won some kind of competition. Looks like the only thing they ever won in their lives. They come home to this. I'd say they were pretty lucky, really. They don't have any insurance. Everything they own, including the house, is not a pile of rubble. Where are they sleeping? In the car. It's lucky the whole block didn't burn down. Word is they're bulldozing this whole neighborhood to build new homes for GIs. That's the man in the house. In the ruins. Terry Lady's his wife. We'll take a look around. Come on, Phelps. Dirty cops on the newspaper. So, erstmal sind wir mal auf jeden Fall sympathischer. Unser Kumpel jetzt unser neuer als wie alle anderen bis jetzt. Oh, das waren der allererste, ich weiß jetzt gar nicht. Also Rusty und Roy, die waren beide ein bisschen... Nicht unbedingt so, dass du sagst... Sympathieträger. Das geile Feuerwehrauto, cool. So... Ja, okay. Aaron, grüß dich. Grüezi. Doesn't tell me anything. Nope. Wo wären dieser Gaszähler da, was es ist vielleicht gewesen? So. Kumpel, muss man erst an deinen Vornamen gewöhnen. Nothing significant. Significant. So, wo gehst du noch hin? Es gibt Büsch. Nee, oder? Alter, wie heißt du noch einmal? Herschel Biggs. Herschel, alter Schwede, wenn man das merkt, das wäre so ein Name. Herschel, wo war denn das noch einmal? Wegen einer Serie.
War das nicht bei The Walking Dead? Da ist auch ein Herschel gegeben, oder? So lang her. Lang her, aber da hat es aber, glaube ich, einen gegeben zumindest. Sonst ist mir der Name nicht ganz so bekannt. Oh ja, da kann es einen Herschel geben. Ah, okay. Ah! Wartungsübersicht, Datum. Recently serviced. Could be something to go on. Erst kürzlich gewartet. Das könnte eine Spur sein, ja, auf jeden Fall. Haben wir das schon mal aufgeschrieben. Wunderbar. Mal alles, oder was? Ja, die Musik ist aus. Wir wollen noch die Dame fragen müssen, schätze ich einmal. Wo ist ein Herschel? Herschel! Hast du noch irgendwas? Achso, du bist wieder da drinnen, ne? Ja, ich glaube, das war's, oder? Mr. Stevens? Oh. Cole Phelps and Herschel Biggs, LAPD. Es geht automatisch los, na gut, dann muss er passen. Could we have a word? Don Steffens. You were out of town. We won a prize. We had a wonderful time. Came home to this. Do you still have the tickets? Sure. Okay. Das sind 47. We'll need to speak to the issuing agent. Alles klar. Ah, Marc, danke, ja. Denke mal, da war bei Walking Dead war das. Can you tell me any more about the prize that you won, Mr. Stevens? A weekend at Catalina Island. My wife got this flyer in the mail from the Suburban Redevelopment Fund. Ja, aber ein geiles Spiel. Und zum PC ist quasi das Remake rauskommen, so in die Richtung. Nicht ganz das Remake wie, glaube ich, auf der PS4, grundsätzlich schon. Und ja, das ist einfach nur ein absolut geniales Spiel und ich hoffe, es kommt auch demnächst wieder mal sowas in die Richtung vielleicht einmal raus, aber gehört habe ich nichts momentan leider. Aber es ist einfach ein geniales Spiel. Das muss man einfach spielen. So. Er schaut. Ja, genau. Ja, Kumpel. Did you enter any kind of competition? My wife filled in a flyer. This lady just rung up and told us we won. It's the first time I ever won anything. Jo. The Redevelopment Fund. Wohnbauführungsgesellschaft. They're building new houses. They showed their money and most of the neighborhood just packed up and walked away. But I never Aha. Er schaut. Ja, die Lippen. Das ist nicht ganz okay, glaube ich. Everyone else is selling, but you're the holdout, aren't you? I was the last. I thought I could hold out for a better price. My house is the center lot. So now you have to take the price regardless. Looks like it. I've got no choice. I have to put a roof over my family. That's all we need for the moment, Mr. Stevens. All right. What's with him? You've seen the papers. I guess he's thinking about his own family. I'd say he's searching for some kind of atonement right now.
Na, Herschel ist mir eigentlich sympathisch. Haben wir eigentlich jetzt einen anderen Anzug wieder an. Ich habe doch den... Passt zwar nicht zum Branddezernat, aber... Hey, warte mal. Ist der? Oh, das kann doch der gewesen sein. Oh, Marc, den Akku ist gleich leer. Alles gut, alles gut. Kein Problem. So, wir gehen mal telefonieren. Ich werde jetzt eh bald einmal hier mit dem zumindest einmal aufhören. Mal schauen, ob wir nicht eine Runde mit dem Zug fahren heute noch. Oder vielleicht am Nachmittag, ich weiß noch nicht. Oder sonst irgendwas, auf was ich Bock habe. Mal schauen. Lasst euch überraschen. Ich sag, bis 2 habe ich heute wieder mal Zeit. Kann ich da irgendwie telefonieren? Ah, doch. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need information on the Suburban Redevelopment Fund. Yes, Detective. Just checking. The fund is a semi-government agency established to speed up the building of GI homes. It has private investors as well as a government endowment. Huh. Do you have an address for them? There is one listed here, corner of Beverly and Mariposa. Thanks. Wohnbauförderung. Na, da können wir ja noch kurz hinschauen, vielleicht. Kommst du mit, Kumpel? Was ist denn unser Auto überhaupt? Ich bin ein grünes, aber was für ein von den zwei? Da haben sie jetzt hier beide hinpackt. Ich glaube, das ist unseres gewesen, oder? Oh, das ist mal abgebrannt. You can drive. Fine. Where are we headed? So, wo fahren wir jetzt hin? Achso, wir haben noch einen Hausbrand. Alter Schwede. Liebe Freunde, dann werden wir das nächste Mal untersuchen. Ich würde jetzt mal eine Kleinigkeit essen und dann schauen wir mal, was ich noch zocke. Ich bedanke mich für heute mal fürs Zuschauen. Das war dann mal eine Runde Eleanor, ganz entspannt. Beim nächsten Mal, ja, mal schauen. Morgen, übermorgen oder so. Ich habe jetzt eh nur Nachtdienst die Woche, mehr oder weniger. Da bin ich am Tag also immer mehr oder weniger am Start, auf jeden Fall bis 2. Werden wir dann weiterspielen hier im Branddezernat. Und bin schon gespannt, wie die Hauptstory dann noch ausgeht am Ende. Da sind wir noch glatt degradiert worden, aber das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Deswegen Branddezernat. Alles klar. Jo, Freunde. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Und mal schauen, ob wir und was wir vielleicht noch bringen werden. Ja, Rico, ich freue mich schon riesig auf The Division, wenn wir dann zusammen spielen werden. Wenn es rauskommt. Das Ganze, das ist natürlich sehr geil. Da freue ich mich schon drauf. Auch mit dem Marzio natürlich. Und vielleicht stoßt noch wer dazu. 4 könnte man ja mindestens sein. Hey Cole, let's get moving. Und Battlefield 1 vielleicht auch einmal eine oder andere Runde. Ja, heute Abend geht es sowieso weiter. Da werde ich vielleicht vom Abend die eigene Formel 1 Saison einmal weiterspielen. Danach werden wir eventuell Forza spielen. Und wie gesagt, jetzt vielleicht bringe ich noch was. Entweder jetzt auch oder am Nachmittag, wenn es irgendwie passt, eine Runde mit dem Zug fahren wieder. Wenn es passt. Was ich jetzt noch bringe nach dem Essen, muss ich mal überlegen. Ob ich auch gleich
Train Sim World vielleicht spiele oder ich weiß nicht, Rallye, ja, mal schauen. Lass uns überraschen. Spätestens am Abend geht's weiter, allerspätestens. Train Sim World kann immer zwischendurch mal vielleicht eine Runde gespielt werden. Ja, mal schauen, lasst euch überraschen. Für jetzt machen wir mal Schluss. Cole Phelps wird morgen oder übermorgen wieder den zweiten Brand ermitteln und hier weiterziehen. Für heute macht Cole Phelps mal Feierabend. Ah, du wärst bei Forza dabei, Rico, am Abend. Das wäre geil, ja. Ich spiele vorher wahrscheinlich nur eine Runde Formel 1. Und dann schauen wir. Gut. Ciao, ciao.